Klimawissenschaftler haben eine klare Botschaft. Wir müssen bis 2050 bei netto Null Treibhausgasemissionen sein, um die Klimaerwärmung unter 2 Grad zu halten. Eine Erwärmung über 2 Grad wird unseren Planeten irreparabel beschädigen. Doch was bedeutet netto Null Emissionen? Kurz gesagt, do our best, remove the rest. Folgendes steckt dahinter. Weltweit werden momentan 40 Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr ausgestoßen. In nur 30 Jahren müssen die globalen Emissionen auf Null gesunken sein. Das heißt, zuallererst müssen wir unsere CO2-Emissionen möglichst rasch und überall reduzieren. Do our best. Es reicht längst nicht mehr, bloß ein paar Glühbirnen mit LED-Lampen zu ersetzen. Doch einige Emissionsquellen sind kaum wegzukriegen. Es sieht aus, als ob uns diese Quellen noch jahrzehntelang bestehen bleiben. Wenn wir es also nicht schaffen, auf Null Emissionen zu kommen, ist es das Ende der Geschichte? Ist das 2-Grad-Klimaziel bereits außer Reichweite? Nein, denn wir können immer noch netto Null erreichen, wenn sämtliche unvermeidbaren Emissionen durch eine gleich große Menge an negativen Emissionen ausgeglichen werden. Remove the rest. Doch wie soll das gehen? Negativemissionen generieren wir, indem wir CO2 aus der Atmosphäre einfangen und dauerhaft speichern. Dieser Prozess heißt Kohlenstoffdioxidentnahme, bekannt als CDR oder Carbon Removal. Es gibt natürliche und technische Ansätze, um CO2 aus der Atmosphäre zurückzuholen. Zum Beispiel einen Wald pflanzen, wo es zuvor keine Bäume gab, oder CO2 aus der Luft filtern und in Gesteinsschichten im tiefen Untergrund einlagern. Gemäß Experten brauchen wir Milliarden von Tonnen an negativen Emissionen, um auf dem Netto-Null-Emissionspfad zu bleiben, der die Klimaerwärmung auf unter 2 Grad beschränkt. Und die Menge an benötigten Negativemissionen nimmt zu, je länger wir warten. Gleichzeitig sind die gängigen CO2-Entnahmelösungen noch nirgendwo etabliert. Die CO2-Entnahmeindustrie steckt noch in den Kinderschuhen. Wie können Unternehmen und Personen helfen, damit die globalen Emissionen rechtzeitig netto Null erreichen? Viele von uns möchten Verantwortung für ihre Emissionen übernehmen. Dazu müssen wir zuerst so wenig CO2 wie möglich ausstoßen und dann alle verbleibenden Emissionen kompensieren. Dazu kauft man normalerweise sogenannte CO2-Reduktionszertifikate. So bezahlen wir andere dafür, dass sie an unserer Stelle ihre Emissionen vermeiden. Aber wenn wir 1 Tonne CO2 ausstoßen und anderswo 1 Tonne vermieden wird, gelangt in der Summe immer noch 1 Tonne in die Atmosphäre. Das reicht nicht für netto Null. Wir müssen einen Schritt weitergehen und anfangen, durch CO2-Entnahmeprojekte zu kompensieren. Pro ausgestoßener Tonne CO2 muss der Atmosphäre sofort wieder 1 Tonne entnommen und gespeichert werden. So wird unsere Kohlenstoffbilanz wahrhaftig netto Null. Doch das Kompensieren von CO2 durch die Förderung von CO2-Entnahmeprojekten ist viel teurer als der Kauf herkömmlicher Zertifikate. Aber es ist gut, dass die CO2-Entnahme ihren Preis hat. So geben wir dem Kohlenstoffausstoß den richtigen Preis und es gibt uns den besten Anreiz, dass wir unsere Emissionen wo immer möglich zu reduzieren versuchen, bevor wir sie für viel Geld kompensieren. Wir bei Swiss Re verstehen Klimarisiken. Und es ist unser Ziel, die Welt bestmöglich abzusichern. Deshalb haben wir uns 2019 ein firmenweites Netto-Null-Ziel gesteckt für die Emissionen durch unsere Versicherungsangebote und Investitionen bis zum Jahr 2050. Für unsere Betriebsemissionen sogar schon bis 2030. Wir hören auf, durch herkömmliche CO2-Zertifikate zu kompensieren und unterstützen stattdessen CO2-Entnahmeprojekte. Als globaler Rückversicherer können wir eine wichtige Rolle spielen, um die Welt auf Netto-Null-Kurs zu bringen. Lasst uns gemeinsam do our best, remove the rest.